Hallo, Sie wollen Ihre Fabrik in eine Smart Factory verwandeln? Wir haben das Symphony Smart Factory Framework entwickelt, mit dem Sie die Transformation von einer Fabrik in eine echte Smart Factory gestalten können. Mein Name ist Matthias Heinz und ich zeige Ihnen, wie wir Sie auf diesem Weg begleiten können. Warum braucht man Symphony? Sie haben sich entwickelt vom Druckereihandwerk zu einer integrierten Druckerei. Ihre Prozesse wurden alle immer schneller, Sie haben integrierte Lösungen gekauft. Leider gibt es zwischen diesen integrierten Lösungen immer wieder Lücken. Dort haben sich Prozessschnecken eingenistet, die ihre komplette Produktion immer wieder verlangsamen und ins Stocken bringen. Und genau für diese Schnecken haben wir Symphony Smart Factory Framework entwickelt, um diese Lücken zu schließen. Woher kommen diese Lücken? Eine perfekte Druckerei ist aus deiner Softwarearchitektursicht ein einfacher linearer Prozess. Der Auftrag kommt rein, wird verarbeitet, wird gedruckt, geht durch die Weiterverarbeitung und wird hinten eben wieder versendet. Die Druckerei in Wirklichkeit ist aber eben schon lang kein linearer Prozess mehr. Mit dem Digitaldruck, mit Warehousing, mit externen Dienstleistern sind viele zusätzliche Anforderungen dazugekommen. Sie haben nicht mehr nur einen Lieferanten, Sie haben nicht nur einen Dienstleister, der Aufträge für Sie versendet. Und mit dem Internet sind eine Vielzahl von Auftragseingängen dort hinzugekommen. Und über all das Ganze sollen Sie noch den Überblick behalten, wo ist welcher Auftrag genau zu welcher Zeit. Und genau dafür haben wir das Symphony Smart Factory Framework entwickelt. Warum können wir mit Symphony all diese Lücken schließen? Warum werden wir auf fast jede Frage, die Sie stellen, kann man solch was mit Symphony abdecken, fast immer Ja sagen. Der Grund dafür ist die generische Architektur hinter Symphony. Wir haben im Kern ein Objektmodell. Diese Objekte sind sehr generisch, können alle Eigenschaften haben. Drumherum haben wir Engines. Diese Engines kümmern sich um die Workflows, kümmern sich um das rechte Rollenmanagement. Drumherum haben wir eine API entwickelt. Die API muss sowohl von internen als auch von externen Entwicklern benutzt werden. Dadurch kann man einfach sicherstellen, dass alles immer funktioniert. Diese API ist zweigeteilt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Module. Module sind alles das, was programmiert werden muss. Schnittstellen zu Systemen, irgendwelche Oberflächen, Web-Apps, Android-Apps, alles das sind Module. Module können wie ein USB-Stick im laufenden Betrieb an das System angedockt werden. Das heißt, man entwickelt ein neues Modul, verbindet es mit dem System und kann es direkt verwenden. Es müssen keine Update-Zyklen eingehalten werden, keine aufwendigen Installationsprozesse. Auf der anderen Seite gibt es die Workflows. Für die Workflows gibt es einen No-Code-Editor, mit dem die Workflows erstellt werden, angepasst werden können auf die verschiedenen Bedürfnisse in Ihrer Smart Factory. No-Code bedeutet nicht No-Brain. Das heißt, die Leute, die diesen Workflows editieren, müssen natürlich wissen, was sie tun. Aber mit dem No-Code Workflow Editor haben Sie eben die Möglichkeit, die Verantwortung über die Prozesse wieder in die Abteilungen zu bringen, die diese Prozesse auch gestalten und die für diese Prozesse eben verantwortlich sind und müssen nicht über mühsame IT-Abteilungen oder externe Dienstleister die Prozesse bei sich modellieren lassen. Auch diese Workflows können eben wie ein USB-Stick im laufenden Betrieb geändert, angepasst, getestet, released werden, ohne dass andere Teile des Systems davon betroffen sind. Wir sehen Symphony als das ordnende System in einer Print 4.0 Umgebung. Wir sehen Symphony als die Spinne im Netz, die eben den Überblick behält über alle meine Maschinen, über alle meine anderen Softwares, die es in meinem Unternehmen eben gibt. Das heißt, wir haben im Kern den Symphony Workflow Manager. Um diesen Kern herum haben wir die Symphony-Module. Symphony-Module gibt es für die verschiedensten Funktionen, für die Planung, für das Lager, für die Abrechnung, aber auch für so einfache Sachen wie Terminsteuerung oder eben Statusüberwachung. Drumherum legen wir Third-Party-Softwares. Das ist alles das, wo Sie bei sich im Haus etablierte Softwares schon haben oder es eben
Spezialsoftwares für spezielle Anforderungen gibt. Und als dritten Layer drumherum gibt es eben die Hardware. Dort werden Maschinen angebunden, IoT-Sensoren, all das. Und das Entscheidende daran ist, dass alle diese Layer mit Symfony sprechen, und zwar bidirektional. Das heißt, wir bekommen Informationen von diesen verschiedenen Layern. Wir geben aber auch eben diese Informationen zurück an diese Layer, damit die Digitaldruckmaschinen wissen, was sie wann drucken müssen, damit die Ausschießsoftware weiß, welche Austräge denn zusammen auf einen Bogen sollen und so weiter. Ein Workflow-Beispiel aus der Praxis. Wir haben den internen Reprint-Workflow, den internen Nachdruck-Workflow in einer Fabrik. Ganz einfaches Beispiel, es wird ein Buch bestellt mit einem Inhalt und einem Umschlag. Beide werden produziert, der Inhalt geht auf eine digitale Rollenmaschine, der Umschlag wird auf einer digitalen Bogenmaschine produziert. Beide Teile gehen in den Qualitätscheck und im Inhalt wird ein Fehler im Qualitätscheck festgestellt. Das System entscheidet dann selbstständig, okay, ich muss diesen Inhalt nachproduzieren und der Umschlag muss in eine Bufferstation eingelagert werden. Das heißt, der Operator bekommt angezeigt, okay, lege diesen Umschlag in Lagerfach A1 und der Inhalt geht zurück. Da das Ganze jetzt allerdings so zeitkritisch wird auch das Druckverfahren geändert. Das heißt, es wird von Rollendigitaldruck auf Bogendigitaldruck umgestellt, um trotzdem noch den Liefertermin für den Kunden halten zu können. Nachdem der Inhalt wieder gedruckt worden ist, wird der Umschlag aus der Bufferstation dem Inhalt wieder zugeführt. Das Produkt wird fertig gebunden und geht durch die Weiterverarbeitung und geht dann rechtzeitig in den Versand zum Kunden. Was sind die Business Goals, die wir mit Symfony erreichen wollen? Warum brauchen Sie Symfony? Symfony ist entwickelt worden, vor allem für Mass Customization. Alles, was mit digitalen Auftragseingängen zu tun hat, dafür ist Symfony das perfekte Tool. Wir machen Go Productive, das heißt, Sie können produktiv werden, Sie können die Digitalisierung Ihres Unternehmens vorantreiben. Alles das, was Sie benötigen, um Ihre Smart Factory an den Start zu bringen. New Business, Sie können ganz schnell neue Geschäftsfelder erschließen, Sie können neue Produktekategorien einrichten, testen und produktiv nehmen. Sie können Workflows sehr schnell anpassen, sehr schnell ändern, weil die Möglichkeiten wieder an die Produktion zurückgegeben werden. Aus den IT-Abteilungen werden die Fähigkeiten, Workflows anzupassen, zurück an die Stelle, wo sie eben benötigt werden, in die Produktion gegeben. Und natürlich die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen. Produktentwicklung, Planung, Einkauf, Produktionssteuerung, alle diese Abteilungen werden über Symfony wieder in einem zentralen Tool zusammengeführt. Was sind die Key Features von Symfony, mit denen wir ermöglichen, eben diese Smart Factory aufzubauen? Klar, größtes Key Feature ist das Workflow Management mit einem No-Code Workflow Editor, mit dem man seine kompletten Prozesse abbilden kann. Symfony deckt den kompletten Order Lifecycle ab. Von Bestelleingang bis hinten raus zur Abrechnung werden alle Status und alle Schritte von Symfony überwacht. Produktionsplanung, Produktionssteuerung wird KI-gestützt von Symfony mit erledigt. Lagerverwaltung ist ein großes Thema bei den Unternehmen, sei es jetzt von Materialien, von Halbfabrikaten oder aber auch von Produkten für Dropshipping. Alle diese Punkte werden mit dem Symfony-Lager abgedeckt. Wir kümmern uns aber auch um den Product Lifecycle, von der Produktentwicklung über Standsformerstellung, Produktionsmaschinenplanung, wird der komplette Product Lifecycle in Symfony abgedeckt. Wir haben natürlich eine digitale Auftragstasche, was nicht einfach nur ein PDF ist, was auf einem Tablet geöffnet wird, sondern unter digitaler Auftragstasche verstehen wir, dass tatsächlich nur diese Informationen für diesen spezifischen Arbeitsplatz relevant sind, auch angezeigt werden. Was interessiert es einen Buchbinder, ob der Artikel jetzt 4,4 oder 5,4 farbig ist
und was interessiert es einen Drucker, ob es jetzt eine Fadenheftung oder eine Klebebindung ist. Wir kümmern uns um den kompletten Versand und die komplette Abrechnung. Das heißt, wir steuern die verschiedensten Shipment-Provider an, suchen dort anhand von Kosten und Liefertermintreue den passenden Shipment-Provider für das passende Produkt aus und erstellen dort direkt den Versandauftrag. Und zu guter Letzt das Wichtigste, Data Collection and Reporting. Alle diese Daten, alle diese Punkte, alle diese Scan-Momente, Maschinendaten werden eben zentral in Symfony gespeichert und können dort für Reportings, für Business-Entscheidungen, für Data-Driven Decision-Making verwendet werden. Die Architektur hinter Symfony. Wir sind ein Framework und eine Plattform. Es ist keine Box-Software. Sie bekommen keine CD von uns oder einen USB-Stick, wo Sie die Software installieren und damit alle Ihre Prozesse haben. Symfony ist ein Framework, das speziell auf Ihre Smart Factory angepasst werden kann. Symfony gibt es in der Cloud und On-Premise. Wir sind eines der schnittstellenfreundlichsten Systeme, das es gibt. Wir haben mittlerweile hunderte von Schnittstellen zu den diversesten Systemen, von Shop-Systemen über Vorstufensysteme, Maschinensteuerungen implementiert. Symfony ist komplett objektorientiert, sprich bei neuen Anforderungen, neuen Business Models, wenn Sie neuartige Eigenschaften brauchen, können Sie sich selber Ihre eigenen Objekte erstellen, die Eigenschaften dieser Objekte definieren und direkt damit loslegen. Und Symfony unterstützt natürlich Multistandort, hat ein sehr detailliertes Rechte- und Rollensystem, mit dem Sie granular steuern können, welcher Operator hat Zugriff auf welche Funktionen im System, sodass natürlich nicht jemand aus dem Shopfloor in Frankreich die Fabrik in Polen lahmlegen kann. Print 4.0 ist die Zukunft. Symfony Smart Factory Framework die Basis dafür. Wir freuen uns auf Ihre Zusammenarbeit.